Odin, der Göttervater aus Asgard, wurde von Albträumen geplagt. 3 schreckliche Gestalten suchten ihn des Nachts heim. Ein riesiger, sich windender Schatten, eine wandelnde, verwesende Leiche und, was am schlimmsten war, eine monströse Bestie mit tödlichem Biss. Nacht für Nacht verfolgten sie den König der Götter. Obwohl er deren wahre Gestalt nicht kannte, wusste er, dass sie mit Asgards größtem Problem zusammenhingen: Loki. Loki lebte zwar bei seiner Frau und seinen Söhnen, doch er traf sich heimlich mit der Riesin Angerboda. Als Odin erfuhr, dass aus dieser Verbindung 3 Kinder hervorgegangen waren, verspürte er Unbehagen. Er schickte Thor und Tyr, 2 seiner tapfersten Krieger, nach Jötunheim. Sie sollten Lokis heimliche Kinder gefangen nehmen. Als sie Angerbodas Haus erreichten, wurden sie sofort von Lokis erstem Kind angegriffen: der Midgard-Schlange. Der Gott des Donners wich dem Gift der Schlange aus und fesselte sie schnell an eine Kiefer. Das zweite Kind, Hel, war von rechts betrachtet zwar eine schöne junge Frau, von links jedoch eine verwesende Leiche. Ihr Fleisch fiel in Fetzen zu Boden, während sie sich schweigend ihren Entführern ergab. Doch da ging das dritte Kind auf Tyr los. Der kleine Wolf war wild, aber harmlos. Spielerisch fesselte Tyr dessen Pfoten und verstaute das Wolfskind in seiner Tasche. Zurück in Asgard führten die Krieger ihre Gefangenen vor, und angstvolles Erkennen ergriff Odins Herz. Obwohl diese 3 nur ein schwacher Abglanz seiner düsteren Albträume waren, war er entschlossen, sie loszuwerden, bevor seine Visionen wahr würden. Zunächst verbannte er die Midgard-Schlange in das Meer am Rande der Welt. Dann schickte er Hel tief unter die Erde zu den anderen Leichen. Doch der Wolf namens Fenrir war eine Herausforderung. Da er bereits stark genug war, um die Götter zu bedrohen, wählte Odin einen weitsichtigeren Ansatz. Er beobachtete Fenrir monatelang, wie er sich von einem Jungtier zu einem Wolf und schließlich zu einer Bestie entwickelte, die wie ein Gott sprach. Tyr besuchte Fenrir häufig und sah, dass er stark und klug war. Doch je stärker ihre Bindung wurde, desto mehr wuchs auch Odins Angst. Eines Tages schmiedete Odin seine schwersten Ketten und schleppte sie zu Fenrir, um ihn herauszufordern. Er wollte sie dem Wolf anlegen, um dessen wachsende Kraft zu prüfen. Fenrir war begeistert. Er sprengte das Metall wie morsches Holz. Daraufhin fertigte Odin Fesseln an, die kein Mensch allein zu tragen vermochte. Diese robusten Ketten ließen Fenrir zögern, doch mit einem ermutigenden Zwinkern von Tyr nahm er die Herausforderung an. Die Bestie zerrte einen Moment lang an ihren Fesseln. Dann zerbarsten sie in 1000 Stücke. Verzweifelt wandte sich Odin an die geschicktesten Handwerker von allen, die Zwerge. Sie nahmen Materialien, die es nicht gab, wie das Geräusch eines Katzentritts, die Stimme der Fische, die Wurzeln der Berge und die Sehnen der Bären. Daraus fertigten die Zwerge Gleipnir, eine unzerstörbare Fessel in Form eines feinen Fadens. Als Odin Fenrir ein 3. Mal herausforderte, lachte der Wolf. Doch als Fenrir sich die Fessel genauer ansah, witterte er Odins List und bekam es mit der Angst zu tun. Fenrir schlug einen Handel vor. Er würde die Herausforderung annehmen, aber nur, wenn ihm ein Gott die ganze Zeit seine Hand ins Maul legte. Schweren Herzens übernahm Tyr diese Aufgabe. Die Götter fesselten den Wolf, und je mehr er sich anstrengte, desto fester wurde die magische Fessel. Fenrir fühlte sich schmerzlich betrogen, nicht nur von Odin, sondern auch von seinem unfreiwilligen Freund. Mit einem wütenden Heulen biss er Tyr die Hand ab und schwor, Odin zu vernichten, weil dieser ihn hereingelegt hatte. Odin sah seinen Albtraum wahr werden und stieß Fenrir die Klinge von Tyrs Schwert ins Maul. Ein Strom Speichel ergoss sich daraus und wurde zu einem reißenden Fluss. Die Bestie war zwar nicht tot, aber gefesselt, und Odin feierte seinen Sieg über das Schicksal.
Doch in Wahrheit hatte er damit nur seinen eigenen Untergang besiegelt. Tief unter den Wellen wuchs die Midgard-Schlange, bis sie die gesamte Welt umspannte. Hel stieg zur Königin der Unterwelt auf und regierte die Toten. Und Fenrir zerrte jeden Tag ein wenig mehr an seinen Fesseln, um seiner blutigen Rache immer näher zu kommen. Wenn Zeus dir eine Kiste geben und sagen würde, dass du sie niemals öffnen dürftest, würdest du dann widerstehen können? Gehe in diesem Video dem Mythos der Büchse der Pandora auf den Grund.